In der Vergangenheit hat immer dann, wenn der Mensch eigentlich keine Antworten auf die Fragen hatte oder im Ungewissen war, hat er von Schicksal gesprochen und gesagt, sollen es die Götter entscheiden oder es entscheiden am Ende sowieso die Götter. Im digitalen Wandel der letzten Jahre hat man von Dataismus gesprochen und gesagt, die Daten werden die Grundlage sein für unsere Entscheidungen und die Daten geben uns eine so viel höhere Gewissheit über das, was wir über die Zukunft an Fragen haben, so dass unsere Gegenwartsentscheidungen immer besser werden. Jetzt sind diese Daten gerade im Zusammenhang mit der Pandemie permanent verfolgt, aber dann doch nicht immer ausreichend gewesen, um sozusagen zu konklusiven Entscheidungen zu kommen. Die Frage also, lernen wir gerade, dass der Dataismus auch nicht sozusagen die einzige Lösung für all diese Themen ist, sondern dass der Mensch mit einer gewissen Ungewissheit, mit einer gewissen Unvorhersehbarkeit einfach auch weiterleben muss? Ja, das lernen wir und diese Erfahrungen, die wir jetzt machen und machen müssen, bestätigt meine alte Skepsis gegen diesen von dir sogenannten Dataismus. Ich habe also nie geglaubt, dass Big Data alle Probleme lösen wird, dass das Theoriebildung ablösen wird, dass das die Wahrscheinlichkeit oder Unsicherheit von Prognosen beseitigen wird und uns Sicherheit geben wird. Ganz im Gegenteil, gerade jetzt merken wir, und das war ja immer auch meine These, ein Datum als Datum besagt noch gar nichts, sondern es muss interpretiert werden. Und allein, wie sich Mediziner, Statistiker, Informatiker, Mathematiker heute darüber streiten, wie viele Menschen sind tatsächlich an Corona gestorben. Wie unterscheidet man die an Corona und die mit Corona gestorben sind? Wie rechnet man Vorerkrankungen ein? Wie hoch veranschlagt man die Bedeutung von Vorerkrankungen für einen bestimmten Krankheitsverlauf? Wie zählt man überhaupt Erkrankungen und Sterbefälle? Großbritannien hat sehr, sehr lange nur die als an Corona gestorben gezählt, die in Krankenhäusern gestorben sind. Ja, Menschen sterben nicht nur in Krankenhäusern an Corona. Das heißt also, die Datenlage war erstens oder ist noch immer ziemlich unsicher, ziemlich uneinheitlich. Es fehlen die Kriterien, nachdem wir diese Daten überhaupt erheben und ordnen. Und das Zweite ist sozusagen die Interpretation dieser Daten lässt uns einen unglaublichen Spielraum. Und das ist ja auf der anderen Seite auch der Grund dafür, dass man, was die politischen Entscheidungen dann betrifft oder was die politischen Entscheidungen, die man daraus ableitet, betrifft, dass wir hier es mit so einer großen Unsicherheit auch zu tun haben, weil es eben keine eindeutige Interpretation gibt. Das heißt, Daten sammeln ja, aber wenn ich nicht weiß, nach welchen Kriterien ich sammle, und wenn ich keine verbindlichen Überlegungen anstellen kann, wie diese Daten zu interpretieren sind, Daten allein stellen weder Kausalitäten her, noch geben sie uns Handlungsanleitungen für das, was ich jetzt oder in naher Zukunft tun soll. Ich habe am Anfang der Pandemie jetzt einmal aus österreichischer Sicht das Gefühl gehabt, dass es ethischer Sicht es absolut vertretbar war zu sagen, flatten the curve, also zu schauen, dass man das Gesundheitssystem sozusagen nie an seine Grenzen führt. Das war sozusagen der erste ethische Blick auf das Ganze. Und dann haben sich zwei ergeben, die dann in die Diskussion gekommen sind. Das eine war natürlich, dass man zwar auf der einen Seite Menschenleben rettet, auf der anderen Seite aber durch vielleicht zu wenig Versorgung von chronisch Kranken, durch vielleicht Erkrankungen, die im Bereich der psychischen Erkrankungen auftreten, im Zusammenhang mit solchen Maßnahmen, die gesetzt worden sind und vieles mehr, auch vieles auslöst. Und diese Abwägung zwischen sozusagen auf der einen Seite das Gute und auf der anderen Seite auch etwas auslösen, was sozusagen, dann kam man plötzlich in Diskussion und das wurde noch ein bisschen zusätzlich polarisiert mit der Abwägung zwischen, unter Anführungszeichen, ich formuliere es etwas direkt, Menschenleben und wirtschaftlichen Fragestellungen, die dann wiederum irgendwann à la longue zu der Frage führen können, kann das nicht auch wieder Menschenleben bedeuten, wenn man sagt, sozusagen, man kann es sich nicht mehr leisten oder es führt Menschen in ganz besondere Situationen. Wie löst man ethisch solche Themen? Kann man das überhaupt lösen oder wird es immer nur eine Momentaufnahme sein und am nächsten Tag kann es schon wieder anders sein? Also ich glaube, prinzipiell kann man das kaum lösen, außer man hat eine ganz starke ethische Theorie,
der man unbedingt folgt. Die kann jetzt utilitaristisch sein, dass man sagt, also immer, wenn sozusagen die Gesundheit von wenigen das Glück der vielen gefährdet, dann opfern wir die Gesundheit der wenigen und sei es um den Preis, dass sie auch sterben. Das kann eine rigide kantianische Ethik sein, in der sozusagen der Schutz des Lebens eines jeden Einzelnen gleich viel wert ist als der eines anderen und wo ich nicht sagen kann, ich muss den 70-Jährigen sterben lassen, damit der 30-Jährige seinen Job nicht verliert. Das wäre in so einer Ethik undenkbar. Beide Ethiken führen uns in der sozialen Praxis, in der gesellschaftlichen Praxis, in der medizinischen Praxis natürlich mitunter zu unlösbaren Situationen und ich glaube, dass solche Bedrohungen, wie wir sie jetzt erleben oder erlebt haben, natürlich auch immer zu tragischen, das heißt ethisch nicht wirklich entscheidbaren Situationen führt. Was man macht, man aus einer bestimmten Perspektive kann man immer sagen, es war das Falsche. Ich war immer auch der Auffassung, die du vertreten hast, dass es darum ginge, alles zu tun, um die Überlastung des Gesundheitssystems zu vermeiden. Ich habe allerdings nicht gewusst, und das wirft doch ein bisschen ein anderes Blick darauf, dass sehr viele sozusagen Kollateralschäden dieser Strategie, dass eben Menschen, die operiert werden hätten müssen, nicht operiert werden konnten, dass Menschen, die einen Arzt brauchten, jetzt diesen Arzt nicht aufsuchen konnten, dass das jetzt nicht nur dieser Politik des Lockdown geschuldet war, sondern auch dem geschuldet war, dass niedergelassene Ärzte, Arztpraxen, Fachärzte, ja auch Krankenhäuser eigentlich nicht vorbereitet waren auf solch eine Situation. Es gab keine Schutzmasken, es gab keine Schutzanzüge. Das heißt, die Leute konnten auch deshalb nicht ihren Arzt aufsuchen, weil der sich nicht vor einer eventuellen Gefahr schützen konnte. Und dass sich gerade in Regionen, wo diese Pandemie intensiver zu spüren war als bei uns, sehr, sehr viele Ärzte angesteckt haben. Ja? Das muss einem doch zu denken geben, weil wir gehen doch davon aus, wenn irgendeine Institution die hygienischen Voraussetzungen hat, um mit Ansteckungsgefahren umzugehen, dann sollten das doch Krankenhäuser und Arztpraxen sein. Und wenn ich dann lese, dass wochenlang niedergelassene Ärzte keine Schutzmasken bekamen, dann denke ich, das ist jetzt nicht nur eine Frage, riskieren wir das Wohl der Wirtschaft gegen das Leben von bedrohten Menschen, sondern es ist auch eine Frage, wie ist organisatorisch ein Gesundheitssystem auf so etwas vorbereitet. Und ich hoffe doch sehr, dass wir wenigstens daraus die richtigen Lehren ziehen werden. Das wird unsere Wirtschaft nicht ruinieren, wenn wir unsere Zukunft, unsere Krankenhäuser prophylaktisch mit Schutzanzügen und einer Schutzinfrastruktur ausstatten. Jetzt wollen wir alle möglichst rasch wieder zur Normalität zurückkehren, aus vielen guten Gründen. Die Überlegungen, die da angestellt werden, gehen aber auch in die Richtung zu sagen, bis wir einen Impfstoff haben, könnte man doch über das Monitoring, über das Tracking der Menschen das Leben etwas, wie soll ich sagen, besser organisieren. Wenn man wüsste, wer hatte die Krankheit schon, wer hat sozusagen schon Antikörper gegen das Virus gebildet, wer ist gerade sozusagen infiziert. Wenn man das tracken würde, könnte man vielleicht ein besser strukturiertes Wiederhochfahren des gesellschaftlichen und des wirtschaftlichen Lebens erreichen. Auf der anderen Seite wäre es wahrscheinlich ein ziemlicher Eingriff in die Privatsphäre der Menschen, das zu tun. Die einen sagen, gut, aber wenn es den Maßnahmen in Richtung Normalität hilft, soll es mir recht sein. Die anderen sagen, so weit dürfen wir nicht gehen. Was ist deine persönliche Sicht dazu? Naja, da sind sich ja sehr, sehr viele Experten einig, dass das tatsächlich ein probates Mittel wäre, um eben das Wiederaufflackern der Epidemie, der Pandemie in den Griff zu bekommen, zu verhindern, neue Infektionsherde sofort zu identifizieren, Menschen zu warnen und zu schützen. Ich habe jetzt prinzipiell keine großen Bedenken dagegen, wenn zwei Voraussetzungen eingehalten werden. Es muss auf Freiwilligkeit beruhen.
Das heißt also, wir müssen an die Vernunft und die Einsicht der Menschen appellieren, dass sie hier ihre Daten zur Verfügung stellen und die entsprechende App, die ja ohnehin schon in dieser Richtung modifiziert worden ist, installieren. Etwa so wie alle Menschen oder fast alle Menschen ein Smartphone benutzen, völlig freiwillig, ja ohnehin ihre Aufenthaltskoordinaten freigeben, allerdings nicht aus gesundheitspolitischen Gründen, sondern aus marktpolitischen Gründen. Sie geben diese Daten frei, damit gezielte Werbung an sie gerichtet werden kann. Also so besorgt um unsere Daten sind wir ja nicht. Also Freiwilligkeit, das war für mich doch eine ganz entscheidende Bedingung. Es muss Ausdruck der Vernünftigkeit der Menschen sein, die sich dafür entscheiden. Und das Zweite ist, die Verwendung dieser Applikation muss ein Ablaufdatum haben. Ein vorher festgesetztes Ablaufdatum, das muss nicht heißen bis zum 01.01.2021, sondern in dem Moment, wo klar ist, aufgrund eines Impfstoffes oder von Medikamenten ist diese Epidemie beherrschbar, müssen diese Daten wieder gelöscht werden. Das heißt, nur unter diesen Voraussetzungen ist das für mich überhaupt denkbar und vereinbar mit den prinzipiellen Bürgerrechten. Es könnte allerdings für uns auch der Anlass sein, darüber nachzudenken, ob wir auch in anderen Bereichen mit unseren Daten etwas vorsichtiger umgehen sollten, die wir bislang vollkommen problemlos und unreflektiert in alle Welt verstreuen, ohne zu wissen, in wessen Hände diese Daten überhaupt gelangen, die ja dann weiter verkauft werden und ohne eine Kontrolle zu haben, was mit diesen Daten passiert. Bei solch einer App wie Stop Corona ist zumindest gewährleistet oder sollte gewährleistet sein, dass nur Gesundheitsbehörden zu diesen Daten kommen und dass diese Daten nicht weiterverkauft werden und dann eben gelöscht werden, wenn die Gefahr vorbei ist. Die Frage, was ein gutes Leben ausmacht, ist eine Frage, die gerade in den letzten Jahren immer mehr auch in Richtung, es läuft ohne dies alles zu schnell, es ist sowieso alles schon zu kurzlebig, es gab eigene Bewegungen, Hücke, wie man das genannt hat, Verlangsamung, Entschleunigung, was auch immer. Nun hat diese Pandemie dazu geführt, dass für viele Menschen das sozusagen jetzt einfach eingetreten ist. Glaubst du, dass es auch eine Lehrstunde war, die Menschen einmal wieder, zumindest in unseren Regionen, daran zu erinnern, dass dieses Konsumieren, dieses Schnelllebige, dieses immer alles sofort jetzt hier und genau jetzt haben zu wollen und zu bekommen, dass das vielleicht oder der Anteil dessen am guten Leben nicht ganz so hoch ist, wie man das in den letzten Jahren geglaubt hat und dass das vielleicht auch, und das wäre schon sozusagen meine Abschlussfrage, mit den Menschen jetzt ordentlich etwas gemacht hat, nämlich dass man sich einmal wieder besinnt und sagt, okay, also eigentlich das gute Leben hat noch viele, viele andere Komponenten, die vielleicht in letzter Zeit vernachlässigt worden sind. Oder glaubst du, in dem Moment, wo der Impfstoff da ist, geht da ein Schalter um und die Menschen leben wieder genauso in dieser Schnelllebigkeit und in dieser Konsumwelt wie zuvor? Also ob das jetzt eine Lehrstunde war, wage ich noch nicht zu sagen, aber es war eine Stunde von bestimmten Erfahrungen. Das denke ich schon. Also natürlich bewege ich mich in Milieus, wo die Menschen jetzt nicht wirklich unmittelbar existenziell bedroht waren, etwa durch Verlust des Arbeitsplatzes. Gleichzeitig kenne ich natürlich viele Menschen, die in meinem Alter sind oder älter sind und die natürlich jetzt in einem gesundheitlichen Sinn sehr wohl direkt von diesem Virus bedroht waren. Aber auch wenn ich jetzt mit meinen Assistentinnen oder Assistenten spreche, also junge Menschen, die das irgendwie jetzt nicht wirklich existenziell berührt und ich so meinen Rundruf starte allwöchentlich, wie geht's euch denn? Dann kommt ein ganz verschämtes, als würde man sich genieren, aber irgendwie doch heraus, eigentlich wahnsinnig gut. Das heißt also, sehr viele haben tatsächlich diesen verordneten Rückzug, diese Situation, in der man jetzt nicht von einem Termin zum anderen hetzen muss, in der man sich unglaublich viel Wegzeit erspart, weil man eben fast alles von zu Hause erledigen muss und den
meinem Fall oder im Fall meiner Studenten oder Assistenten natürlich auch erledigen kann. Ja, wir arbeiten ja in Berufen, in denen man nahezu wirklich sehr, sehr viel im Homeoffice machen kann. Das heißt also, hier ist die Erfahrung, dass so etwas wie eine Beruhigung der Situation, eine Entspannung, eine Entschleunigung oder ja sogar eine abrupte Verlangsamung durchaus auch als positiv erlebt worden ist. Keiner möchte das auf Dauer. Nach einigen Wochen stellt sich natürlich eine gewisse innere Unruhe ein, auch bei mir, kann ich durchaus zugeben. Aber ich denke, dass schon viele diese Erfahrung gemacht haben, ja, es geht auch ohne diese beschleunigte Welt und Umwelt. Und sehr viele haben mir auch erzählt, es war interessant, auch die Erfahrung zu machen, wie viele Dinge man eigentlich nicht braucht. Es ist nicht notwendig, jeden Tag shoppen zu gehen. Man kann auf vieles verzichten. Und auch Menschen so wie ich, die zum Beispiel absolute Opernliebhaber sind, ja, und das es immer genossen haben, in eine Opernpremiere zu gehen, sterben nicht gleich vor Langeweile, wenn sie 2 oder 3 Monate vielleicht jetzt nicht in die Oper gehen können. Ganz im Gegenteil, man schaut, was es in der eigenen Schallplattensammlung gibt, in der eigenen CD-Sammlung gibt. Man schaut, welche Neuerscheinungen es gibt, die man streamen kann und kann sich auf diese Art und Weise vielleicht konzentrierter der Musik widmen, die man liebt, als wenn man in diesem Geschiebe und Getriebe sich in ein Premierenpublikum mischt. Das heißt, da würde ich sagen, haben wir interessante Erfahrungen gemacht. Ob diese Erfahrungen nachhaltig sind, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, es wird eine Phase geben des Zögerlichen, nachdem alles wieder geöffnet wird, bestimmte Phase auch der Zurückhaltung. Ich weiß nicht, ob die Reiselust der Menschen schlagartig wieder ansteigt, auch wenn es möglich ist zu reisen, weil man doch ein bisschen vorsichtig vielleicht wird. Aber ich bin da auch nicht sehr, sehr, wie soll man sagen, überzeugt davon, dass diese Entschleunigung jetzt ein neues gesellschaftspolitisches oder auch individuelles Ziel sein wird. In dem Moment, wo wieder Sicherheit garantiert ist, wo es diesen ominösen Impfstoff geben wird, wird es wahrscheinlich nur noch wenige Monate dauern und alles wird so laufen wie bisher. Und zwar nicht nur, weil vielleicht die Wirtschaft darauf drängt, das versteht man ja, dass hier Nachholbedarf stehen wird, sondern weil die Menschen sozusagen dann wieder in diesen herkömmlichen Modus, der in unserer Gesellschaft, die eine beschleunigte und sich permanent beschleunigende Gesellschaft ist, auszeichnet, die in diesen Modus wieder verfallen werden und vielleicht höchstens dann hin und wieder nostalgisch zurückdenken werden. Es war doch eine schöne Zeit, als die Straßen leer waren und keine Flugzeuge ihre Spuren im Himmel hinterlassen haben. Lieber Konrad, einerseits wünschen wir natürlich all jenen, die jetzt ihren Arbeitsplatz zurzeit verloren haben oder auf Kurzarbeit sind, dass sie möglichst schnell wieder sozusagen ihre Jobs bekommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument jetzt. Wir wünschen allen, die sozusagen in einer vulnerablen Gruppe sind, dass es erträglich ist, sich sozusagen jetzt zurückzuziehen, auch für die nächste Zeit. Allen Gesundheit natürlich. Ich bedanke mich bei dir ganz, ganz herzlich für die Beantwortung der Fragen. Ich wünsche auch dir oder uns, dass du eine produktive Zeit hast und freuen uns schon auf all das, was du an Texten jetzt fabrizierst, was wir dann hoffentlich noch möglichst schnell oder zumindest dann auch nach der Pandemie lesen können. Ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Konrad, für die Zeit. Lieber Markus, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch und auch dir alles Gute und bleib gesund.